Herzlich willkommen bei unserem bereits 10. Recap. Auch in der vergangenen Woche ist in der deutschen Raumfahrtindustrie wieder einiges passiert. Wir werfen gleich einen Blick auf die einzelnen Meldungen. Capitol Momentum veröffentlicht das New Space Business Update des ersten Halbjahres 2021. D-Cubed ist auf der Longlist der ESA Global Space Markets Challenge. RFA absolviert erfolgreich den kryogenen Belastungstest. ESA Aerospace sucht Nutzlasten für Erstflug von Spektrum. High Impulse unterzeichnet eine Vereinbarung mit D-Orbit. Die German Offshore Spaceport Allianz erreicht einen wichtigen Meilenstein für die deutsche Raumfahrt. Und das Space Symposium veröffentlicht ein Recap. Ich bin Micha und hier kommen unsere News der vergangenen Woche. What are they like? Unser Partner Capitol Momentum hat das New Space Business Update des ersten Halbjahres 2021 veröffentlicht. Insgesamt wurden 121 deutsche New Space Unternehmen untersucht und es zeigt sich, da geht ordentlich was. Denn bisher wurden bereits rund 98 Millionen Euro investiert und damit könnte 2021 zum erfolgreichsten Jahr für deutsche New Space Unternehmen werden. Was sich außerdem zeigt, ist, dass der Markt reifer wird, denn es gibt eine Verschiebung von Seed-Finanzierungen hin zu Series A oder sogar Series B-Finanzierung. Ein Paradebeispiel für eine Series B-Finanzierung war ESA Aerospace, denn da ist die Porsche SE eingestiegen und hat viele Millionen Euro investiert. Der Fokus des New Space Business Updates liegt diesmal im Upstream-Bereich. Das sind immerhin rund 49% der Unternehmen, die in Deutschland in der Raumfahrt tätig sind und sie fertigen so Sachen wie Nanosatelliten, Robotik, industrielle Anwendungen und auch Weltraumhabitate. Das New Space Business Update gibt es für 24,99 € auf der Webseite von Capitol Momentum und den Link packe ich euch in die Infobox unter dieses Video. Wenn euch dieses Video gefällt, dann trainiert den Algorithmus und lasst ein Like da. Wenn ihr auch zukünftig keine News aus dem New Space verpassen wollt, dann abonniert unseren Kanal und folgt uns auch in den Social Networks auf LinkedIn, Twitter und Instagram. Außerdem berichten wir auf unserer Webseite astropro.com regelmäßig über die Neuigkeiten aus dem deutschen New Space. D-Cubed fertigt Aktuatoren und entfaltbare Strukturen für Nanosatelliten. Aktuatoren sind im Grunde genommen kleine Schalter, die dafür sorgen, dass sich bestimmte Strukturen im Weltall entfalten können. Denn das Prinzip von D-Cubed ist klein auf der Erde, riesig im Weltall. Jetzt hat es D-Cubed auf die Longlist der ESA Global Space Markets Challenge geschafft. Auf dieser Liste sind Unternehmen vertreten, die das Potenzial haben, internationale Märkte zu erobern. Am 10. September werden je 6 Unternehmen aus dem Upstream- und dem Downstream-Bereich die Möglichkeit haben, ihr Unternehmen zu pitchen. Der Generaldirektor der ESA, Josef Aschbacher, wird dann je 3 Gewinner aus jedem Bereich auswählen und diese verkünden. Neben Ruhm und Ehre zum Gewinnen der Global Space Markets Challenge gibt es natürlich auch Unterstützung seitens der ESA, um genau internationale Märkte erobern zu können, denn die Challenge soll in erster Linie ein Sprungbrett für kleine Unternehmen sein. Außerdem stehen auf der Longlist noch weitere deutsche Unternehmen, nämlich Levite UG, Spin, Breeze Technologies, Constellar und EOMAP. Wir wünschen allen auf der Longlist viel Erfolg. Mikrolauncher zum ersten. RFA hat ja in letzter Zeit erfolgreich seine Triebwerkstests absolviert. Und nun wurde auch der kryogene Belastungstest erfolgreich absolviert. Da werden Strukturen einfach bis zur Belastungsgrenze und darüber hinaus getestet und wie man bei den Bildern sieht, ist das ein wirklich sehr, sehr spektakuläres Vorhaben. Mikrolauncher zum zweiten. ESA Aerospace gewann im April den Mikrolauncher-Wettbewerb und sicherte sich im Juli in einer Series B-Finanzierung mehrere Millionen Euro. Jetzt sucht ESA Aerospace für den Erstflug der Spektrum Nutzlasten. Und zwar sollen die kostenfrei mitgenommen werden. Dafür kann sich jede Institution, die in einem Gebiet der ESA ansässig ist, bewerben. Bedingung ist, dass die Satelliten nicht schwerer als 150 Kilogramm sind und den Spezifikationen
des Bauraums der Spektrum entsprechen. Die genauen Daten gibt es im Payload Users Guide, den gibt es auf Nachfrage bei ESA Aerospace. Bewerbungsschluss ist der 31. Oktober und der Jungfernflug soll bereits im dritten Quartal 2022 stattfinden. Gestartet werden soll von Andøya in Norwegen aus, dann in einen polaren Orbit, der nicht höher als 400 Kilometer ist. Der Zweitflug ist für 2023 anberaumt, dann könnten auch andere Orbits möglich sein, aber vorher muss ESA und ESA Aerospace noch ein Vertragswerk unterzeichnen. Das ist aber voraussichtlich schon Ende des Jahres der Fall. Mikrolauncher zum dritten und damit haben wir ein Hattrick, alle drei deutschen Hersteller von Mikrolaunchern in einem Recap. Wie kommt es dazu? HighImpulse hat eine Vereinbarung mit dem italienischen Raumfahrt- und Logistikunternehmen D-Orbit unterzeichnet. Ziel ist es, dass der Träger SL1 von HighImpulse und Ion, ein Satellitencarrier von D-Orbit, gemeinsam entwickelt werden und aufeinander abgestimmt werden. Aus diesem Grund treten beide Unternehmen in dieser frühen Phase zusammen. Gute Nachrichten von den Launcher-Herstellern, aber es bleibt die Frage, von wo aus starten die Raketen überhaupt. Bisher gibt es nicht viele Möglichkeiten, um auf europäischem Gebiet zu starten. Einmal gibt es Kourou in Südamerika und es wird bald geben Andøya in Norwegen. Ein Start von Deutschland aus ist sehr, sehr schwierig, weil überall Land ist. Das heißt also, Raketenstarts über bewohntem Gebiet sind nicht zulässig. Deshalb gibt es die Überlegung, mit einem Schiff auf offenes Meer zu fahren und von dort aus zu starten. Dafür gründete sich die German Offshore Spaceport Allianz und jetzt wurde bekannt, dass im Beisein von Politikern eine Absichtserklärung unterzeichnet wird zwischen dem Betreiber der GOSA, der German Offshore Spaceport Allianz, und den Launcher-Herstellern. Dieses Event findet am Montag in Berlin statt und wird live gestreamt. Den Link zum Livestream des BDI stelle ich euch in die Infobox unter dieses Video. Im Recap letzte Woche haben wir über Mynaric berichtet, die auf dem Space Symposium für Furore gesorgt haben. Jetzt ist die Veranstaltung komplett zu Ende und es wurde eine Zusammenfassung veröffentlicht. In dieser stehen Mynaric und SpaceX auf einer Doppelseite gegenüber. Und das ist kein Zufall, denn SpaceX hat verkündet, dass alle Satelliten von Starlink oder alle Starlink-Satelliten zukünftig mit Technik ausgestattet werden, wie sie Mynaric baut. In der Zusammenfassung außerdem interessant ein Beitrag oder ein Interview von Josef Aschbacher, dem Generaldirektor der ESA. Wie er mitteilte, soll es Anfang 2022 in Frankreich ein Treffen der ESA mit den Vertretern der EU geben, in dem über die Ambitionen Europas in der Raumfahrt gesprochen wird. Dass dieses Treffen Anfang 2022 in Frankreich stattfinden soll, ist kein Zufall, denn erstens hat Frankreich zu dieser Zeit die Ratspräsidentschaft der EU inne und außerdem den Vorsitz der ESA. Wie Josef Aschbacher betonte, ist er an Ideen interessiert, wie die astronautische Raumfahrt in Europa vorangetrieben werden kann. Denn, wie er sagte, Europa ist heute nicht in der Lage, seine eigenen Astronauten mit seinen eigenen Raketen und Kapseln zu starten. Und außerdem sagt er weiter, Indien wird bald eine eigene Möglichkeit haben und es ist ziemlich überraschend, dass Europa das nicht hat. Fassen wir also nochmal zusammen. Die deutschen Hersteller von Mikrolaunchern kommen mit ihren Projekten gut voran. Das heißt also, auf der einen Seite werden Raketen gebaut. Mit der German Offshore Spaceport Allianz gibt es ein Vorhaben, um einen Raumhafen zu etablieren, damit die Mikrolauncher starten können. Und Josef Aschbacher hat Ambitionen, die astronautische Raumfahrt in Europa voranzutreiben, um auch mal Menschen von Europa aus mit europäischen Raketen ins All zu schießen. Daran zeigt sich, dass die europäische Raumfahrt auf einem guten Weg ist, wirklich bedeutend in der Welt zu werden. Und für uns bedeutet das, dass es weiterhin spannend bleibt, also bleibt weiterhin dran. Mein heutiges Shoutout geht an Matthias Wachter vom BDI. Danke für deine Unterstützung, danke für deine Einladung. Wir sehen uns. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Dann wieder mit zahlreichen interessanten Neuigkeiten aus dem New Space. People. What are they like? Das weint doch nicht. Ist doch scheiße. Das habe ich doch schon mal in so einem Video erklärt. Ich blende euch das nochmal hier oder
hier in so einer Infokarte ein. Das kann man wegmachen. Einfach. War ja davor. Gut. Ja, gut. Fertig aus. Ja. Soll bereits im 3. Quartal 2022 lass. Ich rede wirres Zeug, das kann ich jetzt einfach nicht. Hör einfach nicht hin. Ich mach einfach weiter. Wie hatte ich denn das gesagt? Verdammt. Ich will sagen, dass alle 3 Hersteller von Mikrolaunchern, alle 3 deutschen Hersteller von Mikrolaunchern im Recap sind. Na, und warum sagst du es dann so? Weil es so ein Zungenbrechersatz nimmst ist. du es nie aus dem ersten Video, wo du es ja schon richtig gesagt hast? Weiß ich schon nicht. Ich mach's nochmal neu jetzt einfach. Bisher geht das nur von Kourou, das ist in Südamerika, aus. Das ist weit weg. Da muss man eine Rakete erst hinfahren und dann dahin stellen und alles so ein Haufen Stress. Das ist anstrengend, teuer und überhaupt. Nach der Veranstaltung auch eine schriftliche Zusammenfassung öffentlicht. Wer die Zusammenhänge kennt, wer weiß, wer hinter Mynaric steckt, den dürfte das nicht wundern.